vorausdenken. Kurven scheinen plötzlich enger, als man sie gewohnt ist. Und eine Kreuzung kommt häufig so schnell heran, dass man manchmal kaum noch rechtzeitig bremsen kann. Wer hart am Risiko fährt, überschätzt leicht sein eigenes Können. Alte Motorradhasen wissen, dass es keinen besseren Weg gibt, als sich langsam an die neue Maschine zu gewöhnen. Sie haben sich ihr Fahrkönnen auch erst erfahren müssen. Erfahrungen muss man langsam sammeln, dann jedenfalls wird einem das nicht passieren. Das kostet nicht nur Geld und zerschundene Knochen, sondern auch den Ruf, ein dufter Fahrer zu sein. Viele basteln an ihren Mopeds herum und wollen es schneller machen. Die Motive für das sogenannte Frisieren sind klar. Die einen wollen ihren Freunden imponieren, andere möchten mit den Stärkeren mithalten können. So verständlich das auch ist, das Frisieren hat gefährliche Konsequenzen. Das sehen wir am Beispiel von Axel. Nachdem ich meine Maschine schneller gemacht hatte, musste ich öfter die Bremsbeläge erneuern. Das wunderte mich zwar, aber ich mache bestimmt keine Fuscharbeit. Bevor ich losfahre, mache ich immer erst eine Bremsprobe. Wie immer, die Bremsen funktionierten einwandfrei. An diesem Tag fuhr ich aus der Stadt raus und habe so richtig aufgedreht. Die Mühle bringt locker über 70. Tja, und dann passiert es. Vor mir fuhr ein Lieferwagen, der hinter einer Kurve plötzlich anhielt. Ich ging voll in die Bremsen, aber die funktionierten nicht richtig. Der entgegenkommende PKW musste ausweichen und landete an einem Verkehrsschild. Der Blechschaden war beträchtlich. Dem Fahrer und mir war Gott sei Dank nichts passiert. Tja, und dann stand ich vor dem Verkehrsrichter. Axel ist also unbestraft. Damit ist die Vernehmung zu den persönlichen Verhältnissen des Angeklagten abgeschlossen. Bitte, Herr Staatsanwalt, verlesen Sie den Anklagesatz. Der Schüler Axel Schmidt, geboren am 21.04.63 in Köln, wohnhaft Gartenstraße... Wie gesagt, keinem war etwas passiert. Der Wagen hatte nur einen Blechschaden. Aber mein Moped wurde von der Polizei eingezogen und ich wurde angeklagt. Erstens wegen Fahrens ohne Führerschein und zweitens wegen Führens eines Fahrzeugs ohne Betriebserlaubnis. Warum? Das wurde mir erst durch die Aussage des Sachverständigen in der Verhandlung klar. Wir kommen jetzt zur Beweisaufnahme. Herr Sachverständiger, ich halte Ihnen das Wort. Bitte, Sie haben Ihren technischen Bericht dabei. Herr Vorsitzender, ich habe das Fahrzeug des Angeklagten technisch überprüft und habe dabei Folgendes festgestellt. Die Bremsen des Zweirades waren bei geringeren Geschwindigkeiten, das heißt bis etwa 40 Kilometer pro Stunde, soweit in Ordnung. Höhere Geschwindigkeiten habe ich nicht untersucht, weil mir dies bezüglich der Bremswirkung zu gefährlich war. Ich habe dann bei der Überprüfung der Antriebseinheit festgestellt, dass die Ritzel des Fahrzeuges verändert worden waren, und zwar derart, dass das Fahrzeug schneller gemacht worden war. Und zwar wurde in einem Fahrversuch auf einer 100 Meter langen Strecke eine Geschwindigkeit bei Hin- und Rückfahrt von insgesamt etwa 75 Kilometer pro Stunde erreicht. Bedingt durch diese hohe Geschwindigkeit kann davon ausgegangen werden, dass die Bremsen diesem Wert nicht gewachsen waren und dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges nach § 19 Absatz 2 der Straßenverkehrszulassungsordnung erloschen war. Das war's also. Durch die Veränderung war die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen. Und außerdem wäre für das Fahren mit höherer Geschwindigkeit ein Führerschein der Klasse 4 notwendig gewesen. Das Urteil fiel entsprechend aus. Und Führens eines Fahrzeugs ohne Betriebserlaubnis zu 30 Tagen Sozialdienst in einem noch zu bestimmenden Krankenhaus verurteilt. 30 Tage, so viel, für so ein bisschen. Schöner Mist. Jetzt war ich vorbestraft und hatte in Flensburg ein Punktekonto. Aber der dickste Hammer kam von der Versicherung. Weil die Betriebserlaubnis erloschen war, hatte ich auch keinen Versicherungsschutz mehr und musste den Schaden am PKW aus eigener Tasche bezahlen. Die haben mir eine Rechnung über 1500 Mark geschickt. Dazu kamen noch die Gerichtskosten. Und das alles wegen der blöden Bastelei. Da die Bremsen nur für die zulässige Höchstgeschwindigkeit ausgelegt sind, werden die Bremswege beim Bremsen aus höherer Geschwindigkeit viel länger, wie dieser Vergleich zwischen einem frisierten Moped und einem Kleinkraftrad zeigt. Alle Umbauten am Fahrwerk, Rahmen oder Motor müssen vom TÜV genehmigt werden, sonst erlischt die Betriebserlaubnis. Und außerdem riskiert man eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein, wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit verändert wird.
Eine sehr wichtige Sache, im Falle eines Unfalls zahlt dann auch die Versicherung nicht und es geht ganz schön an den Geldbeutel. Also ich bin da in so einer Clique und manchmal hängt uns das Herumkurven um unsere Häuserblocks auch irgendwo raus. Man reagiert sich da nur ab, aber bringen tut es nichts. Im Gegenteil, man fährt sich nur so eine Maschine kaputt. Da kamen Ingo und Uta auf eine tolle Idee. Sie wollten einmal eine Mofa-Rallye organisieren. Ich würde sagen, bevor wir uns mit den einzelnen Sehenswürdigkeiten befassen, sollten wir zuerst mal einen Zielpunkt festlegen. Wie wäre es denn mit dem Zielpunkt, den ich auf der Karte schon festgelegt habe? Da ist eine Burg, das könnten wir dann als Ziel nehmen. Also gut, lass uns die Strecke direkt mal abfahren. Schon die Vorbereitungen haben viel Spaß gemacht. Nachdem die Strecke in groben Zügen festgelegt war, haben die beiden sich an einem Sonntagnachmittag auf ihre Mofas gesetzt und eine Erkundungstour gemacht. Sie legten die Anfahrpunkte fest, überlegten die Suchfragen und notierten alles in einem Rallye-Plan. Die Anfahrpunkte fotografierte Ingo, damit sie den Streckenplan vollständig illustrieren konnten. Anhand der Fotos sollten später die Ziele gefunden und die Fragen beantwortet werden. Mach bitte dein Mokik an. An einem Sonntagmorgen um 10 Uhr versammelten wir uns an unserem üblichen Treffpunkt. Unsere Rallye begann mit einer Überraschungssonderprüfung, dem Sicherheitscheck. Ingo und Uta hatten sich eine Checkliste für Fahrzeuge und Fahrer zusammengestellt, anhand der sie Bremsen, Reifen und Beleuchtung kontrollierten. Für jedes Teil, das nicht in Ordnung war, gab es einen Strafpunkt. Guck mal, für die abenteuerliche Konstruktion bekommst du auch einen Minuspunkt. Wieso kaputt? Die geht doch. Einmal Ja, aber frei. wenn du ankommst, ist sie dir mit Sicherheit abgefallen. So geht das nicht. Oh, ein bisschen lose. Auch wer keinen Schutzhelm oder keine Handschuhe hatte, bekam einen Strafpunkt. Handschuhe hast du auch. Dann wurden die Streckenpläne verteilt und das Punktsystem erklärt. Wer eine Aufgabe nicht lösen konnte, bekam einen Strafpunkt. Außerdem beobachteten Ute und Ingo, ob wir uns während der Fahrt besonders rücksichtsvoll gegenüber Kindern, älteren Menschen und Hilfsbedürftigen verhielten. So wie es die Straßenverkehrsordnung jetzt vorschreibt. Sonst gab es hier ebenfalls Strafpunkte. Ihr habt jetzt vor euch die Streckenpläne und auf diesen Streckenplänen seht ihr einzeln durchnummeriert die Punkte, die einige Dörfer zeigen. Und zu diesen Punkten müsst ihr hinfahren. Das sind die Punkte 1 bis 8. Punkt 8 ist unser Treffpunkt. Zu den einzelnen Punkten habt ihr dann unten einzelne Fragen, auch durchnummeriert von 1 bis 7. Punkt 8 ist dann halt der Treffpunkt, dazu gibt es dann keine Fragen mehr. Dann ging's los. Die Teilnehmer starteten im Abstand von 3 Minuten, damit das Feld der Fahrer sich etwas auseinanderzog und keiner beim anderen abgucken konnte. Alle waren eifrig bei der Sache und die Suche machte einen Riesenspaß. Auch wenn Ute und Ingo sich manchmal verrückte und schwierige Aufgaben ausgedacht hatten. Zum Beispiel hier, dass das Rathaus die Hausnummer 2 hat. Oder diese Windmühle vierflügelig ist. Die Uhr an diesem Schlossturm auf 2 Uhr stehen geblieben ist. Und der Wanderweg rund um das Schloss mit A5 bezeichnet ist. Und welche Bezeichnung hat diese wunderschöne Tür? In der Nähe unseres Zielortes fanden Ute und Ingo dieses Gelände, das sich prima für eine Sonderprüfung eignete. Eine alte Kiesgrube, in der wir ein Geschicklichkeitsfahren veranstalten sollten. Das war mal etwas anderes als der übliche Slalom auf dem Parkplatz bei unserem Treff. Natürlich hatten sich die beiden vorher vergewissert, dass wir auf diesem Gelände fahren durften. Bei der Geschicklichkeitsprüfung kam es darauf an zu zeigen, dass man sein Mofa und Moped auch in schwierigen Situationen beherrschen kann. Auf Schotter, in tiefem Boden oder am Hang. Wer auf der Strecke den Boden mit den Füßen berührte oder seine Maschine abwürgte, bekam wiederum einen Strafpunkt.
herrlicher Spaß, diese Bildersuchfahrt und Geschicklichkeitsrallye. Und wir werden sie bestimmt bald wiederholen. Das sind Judith und Robert. Die sind eigentlich ganz okay, bloß Helme tragen sie keine. Finden sich riesig ohne. Aber das wird ihnen demnächst sicherlich an den Geldbeutel gehen. Denn nach der neuen Regelung müssen sie künftig 20 Mark bezahlen, wenn sie ohne Helm angehalten werden. Seid ihr wahnsinnig, ohne Helm zu fahren? Nur Mofa-Fahrern ist im Moment noch kein Helm verordnet. Was Judith und Robert vielleicht nicht wissen, wenn es ohne ihre Schuld kracht, dann sind sie ohne Helm dumm dran. Denn dann wird ihr Schadenersatz von der gegnerischen Versicherung gemindert, weil sie an den Unfallfolgen mitschuldig sind, eben ohne Helm fuhren. Das ist beileibe keine Schikane extra für Moped- und Motorradfahrer ausgedacht. Auch den Autofahrern geht's so, wenn sie ohne Gurt fahren und ohne eigene Schuld in einen Unfall geraten. Auch sie bekommen nur einen verminderten Schadenersatz. Deshalb, Helm und Gurt schützen nicht nur vor Verletzungen, sie schützen auch vor großen Verlusten an barem Geld. Wieder zurück zu Judith und Robert. Abgesehen davon, dass wir in unserer Clique schon immer Helme tragen, konnten wir gar nicht verstehen, dass es so schwer sein sollte, jemanden von seiner eigenen Sicherheit zu überzeugen. Richtig. Aber gerade jene, die eingesehen haben, dass ein Schutzhelm lebensnotwendig ist, stehen oft ratlos vor dem unübersehbaren Angebot. Was nützt der schönste Helm, wenn er schlecht verarbeitet oder das Material zu schwach ist, um den Kopf zu schützen? Ob ein Helm seine Schutzfunktion erfüllt, hängt nicht zuletzt vom Aufbau und den verwendeten Materialien ab. Als Beweis für seine Qualität gibt es untrügliche Merkmale und Zeichen. In den seltensten Fällen verrät ein Helm seine Tauglichkeit durch sein Äußeres. Ratsamer ist es da schon, einen Blick in das Helminnere zu werfen. Dort sollten folgende Symbole zu finden sein. Das Zeichen für die Sicherheitsprüfung DIN 4848, OMK, die Zulassung der Obersten Motorsportkommission, und ONS, das Prüfzeichen der Obersten Nationalen Sportkommission für den Automobilsport. Einen Helm, der nach keiner dieser 3 Normen geprüft ist, also kein Prüfzeichen hat, den solltet ihr erst gar nicht kaufen. Zieh doch mal auf. Ja, kann ich ja nicht machen. Ein bisschen eng ist er. Ein Helm, der nur mit Gewalt über die Ohren geht, ist ganz sicher nicht der richtige. Dieser Helm ist allerdings zu groß und kann für seinen Träger schneller zu einem Sicherheitsrisiko werden, als dieser glaubt. Denn hat der Helm zu viel Spiel, verrutscht er bei der geringsten Bewegung und behindert die Sicht des Fahrers nach allen Seiten. Solche gefährlichen Situationen sind dann die Folge. Na, das sieht aus, als hätte Judith ihren Helm schon gefunden. Dabei verhält sie sich völlig richtig. Wenn ihr einen gut sitzenden Helm gefunden habt, behaltet ihn ruhig eine Weile auf. Gerade bei Integralhelmen gibt es deutliche Gewichtsunterschiede. Schwankungen von 0,8 bis 1,5 Kilo sind keine Seltenheit. Im Zweifelsfall solltet ihr euch nach dem Probetragen lieber für das leichtere Modell entscheiden. Schließlich soll der Helm ja ständig beim Fahren getragen werden. Dabei ist es auch sinnvoll, auf das Visier zu achten. Oft entpuppt sich das Visier als die eigentliche Schwachstelle des Helms. Denn neben dem Verkratzen ist das Beschlagen und Verschmieren nicht nur lästig, sondern beeinträchtigt darüber hinaus auch die eigene Sicherheit. Trotz vieler Anti-Beschlagmittel hilft gegen die Milchglasscheibe nur das Lüften. Macht sich dann aber zu allem Übel das Visier auch noch selbstständig, dann ist der Helm leider schlecht ausgewählt. Auf noch etwas müsst ihr unbedingt achten. Dass der Helm hinten nicht zu tief gezogen ist. Das könnte bei einem Sturz zu gefährlichen Halswirbelverletzungen führen. Okay. Ja, die sind schön. Steht auch gut. Nehmen wir? Mhm. Ist doch bestens. Für Judith und Robert hat sich das Suchen und Probieren gelohnt. Mit den Helmen sind die beiden jetzt jedenfalls gut geschützt. Hallo, na, wenn das keine echte Zirkusnummer ist. Ob unser Freund auf diese Weise allerdings jemals zum Windsurfen kommt, das scheint mir als fraglich. Noch eine Zirkusnummer, die zwar weniger spektakulär, jedoch kaum ungefährlicher ist. Das kann nicht lange gut gehen. Mofa-Fahrern, die ihr Gefährt mit einem Lastesel verwechseln, begegnet man auf Schritt und Tritt. Er transportiert sogar ein ganzes Regal.
Vielleicht will er umziehen, aber für einen Umzug ist ein Mofa oder Moped denkbar ungeeignet. Na, und dieser Kamerad hier, der möchte wahrscheinlich einem Bier- und Limonadenkutscher Konkurrenz machen und das mit einem Moped. Eine Flasche auf dem Sattel und 24 auf dem Gepäckträger. Mal sehen, was der so vorhat. Beifall für den Artisten. Wo warst du denn? Ja, fahr du mal mit den Kisten und dem Geklimper. Ach, sind wir doch alle. Wer bringt eigentlich die Platten mit? Platten bringt der Klaus nachher vorbei. Bist du sicher? Ja, der muss gleich kommen. Ja, auf die Platten werden unsere Freunde noch einige Zeit warten müssen. Denn den Klaus hat's mit seinem total überladenen Moped ganz schön geschmissen. Plattensalat. Schon wieder so ein verhinderter Zweiradartist. Der gehört wohl zur Putzkolonne. Und der herunterhängende Stecker vom Staubsauger, der wartet nur darauf, dass er irgendwo hängen bleibt oder jemand drüber fährt. Bums, Fallera. Na, hoffentlich waren da keine Eier drin. Er fährt weiter, hat noch nicht mal was gemerkt. Mädchen, 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 wenn das mal gut geht. Derart überladen lässt sich ein Mofa überhaupt nicht mehr beherrschen. Es fährt seine eigenen Wege. Und der will offensichtlich zum Sportplatz. Naja, das war ja zu erwarten. Wenn man schon sein Sportgerät auf dem Zweirad transportiert, dann immer in der Längsachse und auf jeden Fall gut am Fahrzeug befestigen. Hier haben wir noch einen Sportler. Denksport dürfte allerdings wohl nicht seine Stärke sein, sonst würde er vielleicht mal darüber nachdenken, was geschieht, wenn die Turnschuhe in die Speichen kommen. Ob er doch was gemerkt hat? Ja, so ist's richtig. Schuhe und andere Kleinteile in eine Tasche und die Tasche auf dem Gepäckträger gut befestigen. Apropos Gepäckträger, nicht jedes Zweirad hat so einen stabilen. Dann ist für den Stadtverkehr so ein Transportkorb praktisch, in dem man schon allerhand Kleinkram sicher transportieren kann. Ein Klemmbügel hält den Inhalt fest. Packtaschen, die auch vor Nässe schützen, sind natürlich die beste Lösung. Besonders dann, wenn sie fest mit dem Fahrzeug verbunden sind. Hallo, was mauscheln die beiden denn da? Jetzt kommt die Straßenbahn dazwischen. Ah, da sind sie ja wieder. Und bringen ja eine Spitzenleistung. Donnerwetter, keine Schutzhelme, zu zweit und sie auch noch verkehrt herum auf dem Einsitzer. Ist ja traumhaft. Also vor einiger Zeit habe ich mal sehr schmerzhaft mit dem toten Winkel Bekanntschaft gemacht. Ich fuhr auf eine ampelgeregelte Kreuzung zu, an der bei Rot schon ein Auto wartete. Ich hielt aber so an, dass der Fahrer mich im Rückspiegel nicht sehen konnte. Bei Grün gab ich dann Gas, ja, und dann wollte der Pkw-Fahrer rechts abbiegen. Tja, da hat es mich ganz schön erwischt. Der Pkw-Fahrer sagte später aus, dass er mich nicht gesehen hätte, da ich im toten Winkel stand. Ich habe mir das dann noch mal ganz genau überlegt. Und da fiel mir ein, dass ich tatsächlich so ungünstig neben dem Fahrzeug gestanden habe, dass ich auch seinen hinteren Blinker nicht sehen konnte. Der Blinker hätte mich dann ja auch warnen müssen. Der will jetzt rechts abbiegen. Mir wurde plötzlich klar, der tote Winkel ist für uns Zweiradfahrer eine sehr gefährliche Sache, weil wir wegen unserer schmalen Silhouette sehr oft im Abseits stehen. Hier bei diesen Situationen wird das deutlich. Es gibt immer einige Momente, wo man im Rückspiegel anderer nicht zu sehen ist. Jetzt. Und jetzt. Und hier wieder. Erst weiter vorn taucht man dann wieder auf. Der tote Winkel hat aber nicht nur mit Rückspiegeln zu tun. Dieser Holm verschluckt uns zeitweilig auch. Oder schränkt in dieser Situation ebenfalls den Blick nach rückwärts ein. Damit müssen wir Zweiradfahrer rechnen und besser schon vorher anhalten, wenn ein Fahrzeug rückwärts aus einer Ausfahrt kommt. Hier will der Zweiradfahrer links abbiegen. Er fährt jetzt auf einer separaten Spur fast neben dem Transporter. In beiden Spiegeln ist er jetzt nicht zu sehen und überraschend biegt der Transporterfahrer nach links ab. Die Aussage, ich hab dich nicht gesehen, ist noch nicht einmal gelogen. Der tote Winkel kann wirklich sehr tückisch sein.
Dieser Standpunkt ist völlig falsch. Das Mädchen sieht das Blinklicht nicht und steht außerdem im toten Winkel. Fahren beide bei Grün los, muss die Zweiradfahrerin in Bedrängnis kommen. Besonders dann, wenn der Lkw-Fahrer einen engen Bogen fahren muss. Steht schon ein anderes Fahrzeug vorn an der Ampel, dann wäre es besser, an diesem Punkt anzuhalten. Hier sieht man das Blinklicht und wird gesehen. Denn sonst verschwindet man im nächsten Moment hinter diesem Rückholm. Oder gerät in den toten Winkel. Jetzt hilft nur noch, sich wieder sichtbar zu machen und Blickkontakt aufzunehmen. Dann weiß jeder, was der andere vorhat. Der Herbst kann eine wunderschöne Jahreszeit sein. Wenn sich die Blätter verfärben und in den herrlichsten Farben leuchten, dann sind die Gedanken an triste, neblige und feucht-kalte Tage vergessen. Aber gerade das farbenprächtige Laub bringt auf der Straße die tückischsten Gefahren mit sich. Wer mit einem motorisierten Zweirad unterwegs ist, der muss auch bei schönem und sonnigem Wetter immer an die Schattenseiten der winterlichen Jahreszeit denken. Gefährlich werden die Blätter am feuchten Straßenrand, wenn man bremsen muss. Dann wirken sie wie Schmierseife. Deshalb möglichst neben der Laubspur fahren. Soweit es der Verkehr zulässt, dann ist der Bremsweg kürzer. Auf Straßen, die durch waldreiche Gebiete führen, muss man an den Rändern immer mit Feuchtigkeit rechnen und seine Fahrweise darauf einstellen. So schnell landet man auf der Nase, wenn Blätter und Feuchtigkeit die Fahrbahn zu einer gefährlichen Rutschbahn machen. Was von den Bäumen fällt, verdeckt sowohl Bordsteinkanten als auch Markierungslinien und Schlaglöcher. Die Gefahr lauert dann unter den Blättern. Da ist ja wieder unser Rennfahrer von vorhin. Und trotz seines heißen Fahrstils ist es ihm jetzt ganz schön kalt. Dieser junge Mann hingegen hat sich auf die ungemütliche kalte Jahreszeit eingestellt. Ein sicherheitsfarbener Schutzanzug hält den Körper warm, eine Sturmhaube sorgt dafür, dass unter dem Helm die Ohren nicht abfrieren. Gut vorgesorgt. Der macht's richtig, denkt der Frierende, denn dieser zusätzliche Windfang schützt auch die empfindliche Halspartie vor Kälte. Handschuhe mit langen Stulpen schließlich sorgen dafür, dass die Hände warm und damit voll aktionsfähig bleiben. Und auch das gehört zur kalten Jahreszeit. Es wird früh dunkel. Dann müssen Scheinwerfer und Rücklichter in Ordnung sein. Nach der Devise, nicht nur sehen, sondern vor allem gesehen werden. So fahrt ihr sicherer. Wenn man nicht aufpasst, dann kann so ein Ausflug mit dem heißen Ofen natürlich böse Folgen haben. Aber mit Vorsicht, mit der nötigen Rücksicht und mit der richtigen Ausrüstung, wie wir gerade gesehen haben, da macht es einen Mordsspaß und da kann nicht viel schief gehen. Jetzt aber heißt es leider Abschied nehmen von Buttermakers lustiger Truppe. Heute heißt es zum letzten Mal, die Bären sind los und viele von euch werden darüber sicher recht traurig sein. Trotzdem aber viel Spaß dabei und Servus, bis zum nächsten Samstag.